Heute auf dem Tisch ein Macintosh MCD 7000. Das ist wohl der erste CD-Spieler vom Macintosh, basierend auf Philips Technologie. Der sieht soweit auch ganz gut aus. Da ist schon mal die Glasscheibe erneuert worden, kürzlich. Der kommt von einem Kollegen, der sich auf HiFi-Verstärker und die guten alten HiFi-Receiver spezialisiert hat. Und da der keine CD-Spiele anfassen möchte, dann hat er das Gerät zu mir geschickt. Das soll irgendeinen Defekt am Laser haben oder irgendwas, dass der halt nicht mehr funktioniert. Das schauen wir uns da mal an. Ich stöpsel den gar nicht ein zuerst. Ich schraube erstmal den Deckel auf. Und da ist ein Glassplitter noch von der alten Glasscheibe. Die ist kürzlich erst erneuert worden. Das ist also ein CD304 Philips Netzteil. Das ebenfalls 304 Platine. Analogplatine, Laser. Das ist im Prinzip alles CD304. Die Displayplatine, das ist hier eine Eigenentwicklung, das grüne hier. Aber wie man auch hier schon durch den Schlitz sieht, auch wieder diese axialen Philips Kondensatoren verbaut, die alle durch die Bank kaputt sind. So, ich lege jetzt einfach mal eine CD da rein, mal gucken, was da passiert. Wir haben einen Taster zum Ein- und Ausschalten. Das hat Macintosh ja schon immer, auch in den Wattja-Modellen, was ja auch ein amerikanischer, in Anführungszeichen, Hersteller ist, in dem ersten CD-Spieler, dem WT3200, was ja eigentlich zu 100% ein Marantz-Gerät ist. Da ist auch der einzige technische Unterschied ist, dass das zum Ein- und Ausschalten einen Taster hat statt Schalter. Das geht scheinbar in Amerika nicht anders. Warum, das weiß ich nicht. Mir wäre so ein Schalter immer lieber, weil es natürlich dann weniger anfällig ist als diese extra Elektronik, die dann auch immer noch unter Strom steht, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist. Ja, gut. Einfach mal reinschieben, eine CD, Open, Load. Da hört man schon, dass das mit dem Zahnrad nicht stimmt. Dann helfen wir mal ein bisschen nach. Der spielt also, läuft an. Hört sich dann ein bisschen komisch an und bleibt wieder stehen. Dass er anspielt, bedeutet also, der Laser, der Fokus, erkennt, dass eine CD eingelegt ist, schaltet das frei. Das Digitalsignal, das geht auf die Decoderplatine, und die Decoderplatine, da wird das Signal ausgewertet. Wenn es ein vernünftiges Signal ist, dann läuft die CD eben weiter. Das heißt, das klingt hier auf Anhieb erstmal nach einem Defekt, entweder auf der Analogplatine oder auf der Servoplatine. Baue ich mir zuallererst mal den Laser aus und werde zuerst mal den Laser überholen und das Netzteil. Ja, im Prinzip müssen alle Platinen raus. Und es geht los mit dem Auseinanderbauen. Da haben wir auch schon die Einzugsmechanik ausgebaut. Und da sieht man schon hier, da ist
von dem Antriebsmotor. Da sind Zahnrädchen weggebrochen. Da muss also ein neues Zahnrad rein. Hier kann ich es drehen, da sind die weggebrochen. Da in dieser Mechanik jetzt hier nicht so viel zu warten ist im Vorfeld, das wird nachher noch mal eingestellt, tausche ich jetzt direkt das Zahnrädchen hier aus. Blauer Riemen, weißes Rädchen, rotes Rädchen, beziehungsweise orange. Das nenne ich Vielfalt. Dann kann im Prinzip dieses Getriebe mit Motor schon wieder eingesetzt werden. Auch darauf achten, hier sind so kleine Auflieger, Plastikauflieger, die auch wieder neu anbringen, wenn die weg sind, sonst verkratzt uns hier die CD. So, das haben wir dann. Den hier oben, den Läufer einmal reinigen, neu fetten etc. Alle Bewegungspunkte neu fetten. Dann haben wir hier eigentlich schon die Inspektion, Revision, Reparatur erledigt. Hier haben wir noch einen Elektrolytkondensator, der wird erneuert. So, das ist ganz witzig. Hier habe ich gerade festgestellt, hier an dem Korb, da sind die Laschen verbogen. Da sieht man, hier ist der ganze Arm nach rechts gerutscht und deshalb hat hier irgendjemand das nach links gebogen. Also hier stimmt auf jeden Fall was nicht. Nehmen wir das Teil mal hier raus. Das ist also der Läufer. Hier ist also auch reichlich Fett hier oben dran. Also einmal reinigen. So, hier ist das ist hier oben da auch darauf achten, dass da kein Schmutz drin ist, weil wenn das unrund in die Spindel greift, dann macht das also unschöne Geräusche, insbesondere am CD-Ende, wenn es langsamer läuft. Dann neigt das also ganz gerne mal zur Geräuschentwicklung, wenn da irgendwas nicht stimmt mit der Zentrierung. Nach dem Reinigen einen ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber.
So, da sehen wir die Analogplatine, die ist auch wieder original Philips. Und diese Platine, das ist wieder was Hauseigenes von Macintosh. Hier, das ist ein Relais für diesen Einschalttaster. Und was haben wir hier? Hier ist eine zweite Ausgangsstufe, wie das aussieht. Für den Kopfhörer Ausgang und einen regelbaren Cinch-Ausgang. Also nicht nur ein fester Cinch-Ausgang wie beim 304, sondern auch ein regelbarer. Das macht also diese Platine hier. Und auch wieder die Original CD304 Fernbedienung. Der Trafo sieht auch original aus. CD304. Dann als nächstes den Laser ausbauen.
anschauen. Der hat jetzt 6,3 μF, nee 6,2 bei 15,2 Ohm ESR. Der soll haben 33 μF. Kann man das sehen? 33 μF. Der ist natürlich tot. Also diese axialen blauen, die sind in den Geräten eigentlich immer tot alle. Die müssen alle getauscht werden. So, dann nehmen wir jetzt auch keine China-Kondensatoren vom Elektronikring, sondern dann nehmen wir Panasonic FC, FM oder FR. So, nach dem Abkneifen immer noch ein zweites Mal löten, nicht vergessen, damit die Schnittkanten des Kupferdrahts auch wieder vor Oxidation geschützt sind. So, und alles nachlöten.
So, was haben wir hier an Laserspannung? 0,6 Volt, 600 Millivolt. So, stellen wir erstmal die Fokuslage ein, hier an dieser Torx-Schraube. Die darf also hier leicht im Plus bleiben. So, die Laserspannung, die ist ein bisschen zu hoch. ...505 mit einer original gekauften Klassik-CD, also keine übersteuerte Pop-CD oder irgend sowas. Habe ich aber auch etwas ausführlicher im CD 101 Video erklärt, deshalb gehe ich da jetzt nicht so detailliert drauf ein. So, dann haben wir noch die Fokus-Bandbreite, das ist das, was wir da oben sehen. Das ist hier das linke. Dass wir das möglichst sauber hinkriegen. So. Das sind schon die ganzen Einstellungen. Womit der Laser also schon an die Seite gestellt werden kann. Zur Einzugsmechanik, die auch schon fertig ist. Was das hier im Einzelnen ist, das erkläre ich jetzt auch nicht. Das ist meine dauerhafte Messapparatur für die CDM1 Laufwerke. Das kann man sich detailliert dann nochmal im CD 101 Video anschauen.